Eine Idee, Sehnsuchtssorte, 10.000 Kilometer und ein Wohnmobil. Willkommen zu Mission Nordkap. Burg Regenstein im Harz ist die Ruine einer mittelalterlichen Felsenburg nördlich der Stadt Blankenburg. Die Burg befindet sich auf dem ca. 300 Meter hohen, als Regenstein bezeichneten Sandsteinfelsen, der an 3 Seiten steil abfällt. Von der Burganlage aus dem Hochmittelalter sind nur noch Ruinen vorhanden. Erhalten sind in den Felsen gehauene Räume und Reste des Bergfrieds. Die eigentliche Burg war ca. 190 Meter lang und etwa 80 Meter breit. Durch in der Nähe verlaufende Handelsstraßen kam der Burg eine besondere Bedeutung zu. Die Grafen von Regenstein hatten im 13. und 14. Jahrhundert oft Streitigkeiten mit den umliegenden Städten, die in Plünderung und Raub endeten. Graf Albrecht II. Von Regenstein wurde 1336 von den Quedlinburger Bürgern gefangen genommen und bis zur Zahlung eines Lösegeldes in einem Holzkasten gefangen gehalten. Letztendlich fiel die Burg an Preußen, das die Burg 1671 zur Festung ausbaute. Die großflächige Festung verfügte über eine eigene Windmühle, Wirtschaftsgebäude und weitläufige Vorwerke. 1736 schlug ein Blitz in den Pulverturm ein und beschädigte die Festung stark. An den Vorsprüngen des Burgberges befanden sich Wachhäuschen. Bei einem starken Sturm wurde ein solches Wachhäuschen mit der Wache vom Berg in die Tiefe gerissen. Von seinen Kameraden wurde der Wachsoldat verloren geglaubt, worauf der Felsvorsprung den Namen Verlorener Posten erhielt. Nach der Überlieferung fand man den Musketier später mit leichten Verletzungen unterhalb der Burg wieder. Noch heute sind Teile der neuzeitlichen Festung mit Schanzen, Erweiterungen und Bastionen der verschiedenen Eigentümer erhalten und im Gelände um die Burg erkennbar. 1757 besetzten die Franzosen die Festung während des Siebenjährigen Krieges. Preußen gelang es, die Festung durch Beschuss vom nahegelegenen Papenberg nur wenige Monate später zurückzuerobern. Danach wurde die Festung durch Preußen unbrauchbar gemacht. Unter anderem erfolgte dies durch die Sprengung des Pulverturms. Von der Festung sind noch die Kasematten, Einbauten in den Felsen, Schanzen, Erdwerke und das restaurierte Eingangstor erhalten. Nahe der Burg befand sich die Regenmühle aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Seit 2013 gibt es eine Rekonstruktion des Mühlgrabens und der Wasserräder an der Stelle, an der sich die Mühle früher befand. Ebenfalls in der Nähe gibt es Sandhöhlen, die angeblich schon in der vorchristlichen Zeit als Thingplätze benutzt wurden. Während der Nutzung der Festung wurden die Höhlen mit in das Verteidigungskonzept eingebunden und mit Erdschanzen verstärkt. Ein interessantes noch existierendes Teil der Festung ist die Musketiertreppe, deren Stufen weniger als Treppe, sondern als Plattformen zum wechselnden Laden und Schießen von jeweils einigen Musketieren dienten. Das Marienehrenmal in Laboe ist heute eine Gedenkstätte für die auf den Meeren gebliebenen Seeleute aller Nationen. Es enthält auch ein Museum über die deutsche Marine und ihre Geschichte. Weithin sichtbar ist der 72 Meter hohe Turm des Ehrenmals, der heute als ein Wahrzeichen der Kieler Förde gilt. Das U-Boot U-995, das auch von innen besichtigt werden kann, wurde 1972 als technisches Museum und Denkmal am Strand direkt vor dem Ehrenmal aufgestellt. Das U-Boot vom Typ 7C wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Es wurde im September 1943 in Dienst gestellt und absolvierte 9 Einsätze. Die Gegend um Glücksburg wurde schon sehr lange von Menschen besiedelt. Sichtbar wird dies auch auf dem Dolmenpfad, einem archäologisch-naturkundlichen Wanderweg. Nördlich von Glücksburg sind auf einer Länge von etwas über 5 Kilometern mehr als 10 vorgeschichtliche Grabbauten zu finden. Dolmen werden als die einfachste Form eines vorzeitlichen Grabes betrachtet. Dazu wurden in der Regel aufragende Steinquader, die Tragsteine, mit Steinplatten von oben, den Decksteinen, abgedeckt.
Das Schloss Glücksburg zählt zu den bedeutendsten Schlössern Nordeuropas. Noch heute befindet es sich in Familienbesitz, ist aber für Besucher zugänglich und beherbergt ein sehenswertes Museum. Das Museum stellt die Familiengeschichte der Herren von Glücksburg, Lebensumstände und Auseinandersetzungen in den Kontext der Zeitgeschichte. Die Vorgeschichte des heutigen Schlossgeländes begann 1192 in Form einer Turmhügelburg, von der heute nur noch Überreste als Schwaneninsel erhalten sind. Und 1209 wurde ein Zisterzienserkloster im heutigen Glücksburg gegründet, das Rüdekloster. Die umfangreichen Ländereien um Glücksburg wurden in den folgenden Jahrhunderten von den Mönchen bewirtschaftet. Die Reformation brachte dann jedoch das Ende des Klosters. Schloss Glücksburg wurde in unmittelbarer Nähe des früheren Klosters errichtet, dessen Mauerwerk zum Teil als Baumaterial für das Schloss verwendet wurde. Anschließend wurde das einstige Klostergelände geflutet und zu einem großen Schlossteich aufgestaut. Von Zeit zu Zeit wurde der künstliche Teich abgelassen, um Renovierungsarbeiten am Schloss durchzuführen. Dabei wurden die Fundamente der Klosterkirche und Überreste der Klosteranlage wieder sichtbar und Forschungen an den Resten der Anlage möglich. Ausgrabungen am dann zugänglichen Seegrund lieferten weitere Zusammenhänge und werden ebenfalls im Museum des Schlosses dargestellt. Etwas schaurig ist die Tatsache, dass sich unter dem Schlossteich auch der Friedhof des Klosters mit den Gräbern von Tausenden von Mönchen befindet. Um auf dem Landweg ohne Fähre Schweden zu erreichen, ist es nötig, 3 Brücken zu überqueren. Die erste Brücke ist die Kleine Beltbrücke. Sie verbindet die dänische Halbinsel Jütland mit der Insel Fünen und hat eine Länge von 1700 Metern. Die Kleine Beltbrücke ist kostenlos befahrbar. Die zweite Brücke ist die Große Beltbrücke, die die Insel Fünen mit der dänischen Insel Seeland verbindet. Sie ist deutlich größer und besteht aus 2 Teilen. Der Westteil ist eine klassische Brücke auf Stützen mit einer Länge von über 6600 Metern. Der Ostteil ist eine der größten Hängebrücken der Welt und hat eine Länge von über 6700 Metern. Die Fahrbahn der Brücke befindet sich 65 Meter über dem Meer. Mit 254 Metern Höhe sind die Pylonen der Brücke, die höchsten Punkte Dänemarks, und tragen die Tragkabel, die die freie Spannweite von 1624 Metern Länge halten. Der Landweg ermöglicht eine größere Flexibilität und der Blick von der Brücke während der Überquerung ist sehr beeindruckend. Nimmt man den Landweg nach Schweden, beträgt die Distanz, die zurückgelegt werden muss, etwa 360 Kilometer bei einer Fahrzeit von 4 bis 5 Stunden. Die gesamte Querung des Großen Beltes hat eine Länge von 18 Kilometern und ist mautpflichtig. Als nächstes Teilstück des Landweges ist der Drogden-Tunnel mit einer Länge von über 4000 Metern zu durchfahren. Der Tunnel gehört zur Öresund-Verbindung, die eine Kombination von Tunnel, Insel und Brücke nutzt, um den Öresund zu queren. Nach dem Tunnel gelangt man über die künstlich angelegte Insel Peberholm auf die Öresundbrücke, die mit einer Länge von 7845 Metern der letzte Teil der mautpflichtigen Öresund-Verbindung ist. Mit dem Verlassen der Öresundbrücke erreicht man dann Schweden. Die Zitadelle Landskrona ist eine Befestigungsanlage in der südschwedischen Stadt Landskrona. Sie gilt als eine der besterhaltenen Festungsanlagen in Skandinavien und war flächenmäßig die größte ihrer Zeit. Außerdem ist sie die einzige vollständig erhaltene Erdwallfestung in Schweden. Vom innersten Kern der Zitadelle, der 1560 errichtet wurde, sind heute noch das Hauptgebäude, die 4 Ecktürme, der Wallgraben und die Ravelinen erhalten. Weitere Vorwerke sind heute liebevoll angelegte Gärten. 1971 wurde die Zitadelle restauriert und beherbergt heute wechselnde Ausstellungen. Die Zitadelle ist frei zugänglich. Auf der Ostseite des mittlerweile stillgelegten Flughafens in Göteborg-Sewe liegt eine ehemalige militärische Anlage einer besonderen Art. In Felsen hineingesprengt befindet sich ein unterirdischer atomwaffensicherer Hangar mit über 22.000 Quadratmetern Fläche. Die Anlage, die in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet wurde, war bis zum Jahr 2003 streng geheim. Sie wurde bis 2006 militärisch genutzt. Hinter der massiven Eisentüre befinden sich Ausstellungen zur Zeitgeschichte der schwedischen Luftverteidigung und Beispiele der vom schwedischen Militär genutzten Technik. Neben den schnittigen Saab Dragon und Saabwiggen sind auch Hubschrauber und verschiedene militärische Fahrzeuge, Sonderausstellungen und eine Cafeteria im Bunkersystem zu finden. Die gesamte Anlage enthält unzählige spannende Geschichten und Kontext, den man sonst so nicht findet. Gegen eine Extragebühr ist auch ein Flug im Simulator möglich. Beispiele für solche Geschichten sind die Eisbärenpatrouille,
bei der die Luftwaffe half, die Lebensumstände der Eisbären zu untersuchen, oder die später verworfene Planung zur Entwicklung eigener schwedischer Nuklearwaffen, um Abschreckung gegenüber potenziellen Angreifern sicherzustellen und die Neutralität zu verteidigen. Die Oldtidsruta in Norwegen ist ein Straßenverlauf, an dem sich dichte Ansammlungen von historischen Relikten aus der Bronzezeit und der älteren Eisenzeit befinden. In der Nähe des kleinen Ortes Gunnarstorp befindet sich am Waldrand ein Wanderparkplatz mit Schautafeln, an dem ein Wanderweg zu verschiedenen Steinkreisen und Gräbern beginnt. Nach kurzem Weg erreicht man den ersten Steinkreis, folgt man dann dem Weg weiter, gelangt man zu einem großen Grabhügel der Bronzezeit. Neben Steinkreisen, Grabmonumenten und Wehranlagen gibt es in der Gegend auch Felszeichnungen, die vom Alltag und den religiösen Vorstellungen erzählen. Das Gebiet zwischen Fredrikstad und Vale enthält viele mystische Steinringe und große Grabhügel. Noch immer war es nicht möglich, alle Funde zu deuten. Forschungen interpretieren interessante Geschichten, die von Liebe, Religion, Ritualen, Astronomie und Landwirtschaft, aber auch von Armut, Machtkämpfen und dem harten täglichen Leben berichten. Folgt man dem ausgeschilderten Weg weiter, führt er zu einem zweiten größeren Steinkreis. Verlinkt sind bei Interesse Vorschläge für Wanderungen, die wir während dieses Teils unserer Reise gemacht haben,